Und als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe, der war ja original verpackt. Also das Ding war ja wirklich ungeöffnet. Das hat er sozusagen aus seinem Tresor rausgeholt, das Ding, und dann so verkauft. Das Ding ist heute wahrscheinlich, keine Ahnung, 5.000 Euro wert, wenn er das so, angenommen, du hättest das jetzt mitgenommen, in Folie eingepackt und irgendwo hingelegt. 30 Jahre, ne? So, wir schauen. I found over 100 Hidden Sealed Games. Sealed Games sind original verpackte, eingeschweißte Videospiele, die zum Beispiel fürs Graden verwendet werden bei VGA, Warta und Co. Und da dachte ich mir, ich mach das mal, ich gucke da mal rein, weil das ja schon so ein bisschen was mit mit Graden zu tun hat, wo ich mich auch ein bisschen auseinandersetze mit. Also ich kaufe die Spiele meistens nur, ich grade sie nicht, aber ich lasse sie graden. Und da dachte ich mir, ja, lass uns das mal angucken und dann lass mal reingehen und gucken, was die für Hidden Sealed Games gefunden haben. Let's go. Alter Schwede, was war denn das für ein Laden? Ich muss noch mal kurz zurück machen, Freunde. Oh. Ist das eine Sammlung? We are going to find and buy their most expensive items, including every sealed game we can find. Oh Gott, Alter. Ich glaube, ich würd einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich in so einen Laden reingehen würde und da würde alles sealed sein. Wenn der sagt, der alte Mann sozusagen, 70, ah Junge, warte mal, ich hab da noch was. Ich hab da noch ein paar Gameboys von 1990 in meinem Lager, die habe ich noch gar nicht aus dem Karton rausgeholt. Also Karton meine ich Master-Karton. Super Nintendo, N64, GameCube, Sega, Oh Gott. PlayStation, and Oh more. Gott. By the end of this video, you're gonna see how many we get and how things came down to a coin flip. Was heißt das? Was heißt things going down? Things came down. Schauen wir mal rein, ne? We had a mission in our trip to the game barn, and that mission, find Game Barn. Barn ist eine Scheune, ne? a ton of sealed video games. Absolutely no idea how many sealed games there would be hiding in the tens of thousands of games to search through. So we brought Thane along for this visit because we needed some help. We greeted the owner, Justin, and split up. What's going on? I was gonna look for Ist das ein Laden, wo die da sind, oder was ist das? sealed video games. And I was gonna be looking for high-dollar systems. Got sealed for days over here. Sealed. Sega Saturn. Sealed. We all kind of got a little bit away. Oh nein, hau die doch nicht so zusammen. Ich hoffe, da ist noch eine Folie drüber, Alter. That was good. That one's okay. And very Und da kann man einkaufen, oder was? Warum hat mir noch niemand die Adresse quickly, verraten? I realized there may be a roadblock on the quest for sealed games. Are these Saturn-like seals original? No. Okay, so they're... Are these Saturn-like seals original? There might be a couple, but a lot of them were recent. Okay. So my uncle that had the big shop down in Arkansas, he was huge on that stuff. So there were certain games mixed in that were actually resealed. Now some seals, Ja, viele Spiele heutzutage sind natürlich resealed, ne? especially on Sega games, are hard to tell if they're authentic or not. So this meant it would take longer to determine values and if the game was authentic or not. All right, let's go for some. Ja, das ist natürlich das Ding, ne? Wenn die resealed sind, kannst du nichts mit anfangen. Also es gibt natürlich noch dieses Complete in Box Geschichte. Bei VGA heißt es Qualified. That one on the right looks super nice. Aber naja. I know. So you got the Cybermorph and the Power Kit. You guys should get those down and look at Mir those. gar nichts. Jaguar, was ist das denn? Do it. All right. Does that even help? A little bit? There's more behind it? That's what I said. We definitely had our work cut out for us. All the systems that you see here, some of them were actually just an empty box. And I was
Not gonna be jumping on Thane's back every time I wanted to get one down. For box systems, we always check the condition of the contents and then make sure everything's actually in there. For these Atari Jaguars, I just chose the nicest one after looking at all of them because I knew Chase was gonna be spending a lot of money on sealed games and I didn't know how many to get, and surprisingly, Atari Jaguars are pretty expensive. Good with those. I think we'll do this one. Yeah. I actually do have some brand new. Ist das ein Laden, Alter? Ich glaube, die kaufen ein, ne? Hier ist ja ein Kühlschrank. Ich glaube, da kann man einkaufen. Jaguar games. Yeah. Brand new Jaguar. So while Skylar was doing that, Er hat auch einen brand new. Einen brandneuen, I Alter. moved over to the Nintendo 64 section. Ach du Scheiße, Alter. Das ist ja meine Kindheit, Alter, ne? N64. Super Nintendo. Alter, ich weiß noch, wo ich meinen N64 bekommen habe. Den habe ich einfach so bekommen. Wie so ein Rich Kid, ja. Einfach hingefahren, yo. N64, eingepackt, Alter. Super Mario 64 dazu, gib ihm. Wäre das Ding, hätte ich das nicht ausgepackt, Alter, heute Millionär. Well, these are sealed. Well, got a little bit of wear. Woher weiß er, dass die nicht resealed sind? Woher weiß er das denn? Ne? Das muss er, den muss ich ja auskennen. Why not? Okay. Alright, that's sealed. Looks legit. Resident Evil? Let's go. I wish it was Black Label, but still, that's the Resident Evil for GameCube. I love it. So many N64 cards. Look at all the wave races. Okay, die sind jetzt nicht mehr Like eingepackt. 7 deep. 7 Oh, hier, Wave Race 64. 28, 35, 42. And then Justin said he had a box from his house, as if this wasn't enough. So I'm very excited for whatever he's going to bring out. I don't even know, but we'll see. Is this in there? It is. It's a little beat up. Okay. Yeah, it's in there. I think Game Boy Micro. I remember those back in the day. I think I played. I feel like I still have mine. Das ist doch kein Laden, oder? Das sieht aus wie eine Garage. I remember when these were $20 at Toys R Us. Yep. Brand new. Yeah, that's literally stuff I was just gonna throw online and Ist das I was sealed? like, you know what? I'll bring it out. Nee. Also man muss dazu sagen, die sind dann in den USA, da hast du jetzt nicht diesen Sicherheits-Playstation-Streifen oder keine Ahnung, was da drüber war. Ich weiß gar nicht, wie das bei Nintendo-Spielen ist in der USA, ob die da auch fehlen. Ja. Das ist auf jeden Fall schwieriger zu authentifizieren, als, sage ich mal, jetzt für mich, wenn ich sage, okay, ich gucke mir die Oberseite an vom Spiel, die Unterseite und gucke, ob da irgendwas nachgeklebt ist oder ob das irgendwie so verbrannt aussieht. Und dann kannst du natürlich noch diesen Streifen da nehmen, ne? Das Problem ist, in der USA haben die den Streifen nicht. Ich weiß jetzt nicht, also bei PlayStation ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Konsolen ist. Determine prices on these sealed games, and that can be really tricky because they are rare, and sold listings can be all over the place, current listings can be all over the place, and some of them we may not even be able to find at all. This one's got the crack, and we just couldn't find that Yeah, one. that was that weird one. That one was I just think that was the one that was like what, like Ist das der Besitzer? $30 only. like one sold for 30, and then somebody was asking 400. Yeah. So at this point, I wanted to get a closer look at some of the DS and Game Boy stuff, and I picked out sealed games, and also, if there were nice complete games, some of those too. Oh Gott, Alter, eine PSP Go. Alright, DS and 3DS. Guck mal da, Game Boy. Hier, die beiden würde ich direkt mitnehmen, Alter. DS sealed would be. Oh, there's one. There we go. Sealed? Also von DS-Spielen habe ich auch keine Ahnung. Like that. It's kind of hard to spot them. Woher weiß er denn, dass das Original sealed ist, Alter? Hau doch die nicht so übereinander, Bruder. Oh Gott. Star Wars. Das ist ein Gameboy-Spiel. Game Boy. That's awesome. Oh, heck yeah. There's a bunch down here for Game Boy. Sweet mercy. This is nuts. Look at that. Noch eins. Holy cow. Ooh, that's a nice box for that. Earthworm again. Let's go. Ich glaube, ich würde alle Gameboy-Spiele mitnehmen, Alter. Alle, einfach so. Auch wenn ich meine Niere da lassen müsste. So Justin tells me that he has sealed Jaguar games. I know that my mission was systems, but I mean, come on, am I gonna say no to sealed games? Jaguar game I have. And 3 new ones. Okay. You wanna check mine or no? Das
Sind das Super Nintendo-Spiele? Cool. I have some sealed Jaguar I'm gonna go look at. So I took a little look at all the Atari Jaguar. Ein Sealed Jaguar, Alter. Ich weiß zwar nicht, was ein Jaguar ist, also genau. Also die Konsole, keine Ahnung, aber Sealed muss schon... games, and for the most part they were pretty clean. We did, however, run into Ach so, das ist für Jaguar, diese Konsole. Alter, ich habe noch nie davon gehört, ey. Some of these games were resealed. Now, is this one, I think this one's resealed? It's got like tape on the inside of. Also wenn da irgendwas unter der Folie ist, Dreck, dann sind die resealed. Hatte ich auch schon. Yeah, that might be that. Okay. Back at the sealed Game Boy games, I had to be really picky. Es kann natürlich passieren, dass wenn du es kann natürlich sein, wenn du jetzt dann einen kleinen Riss drin hast oder so und da unter dann Dreck reinkommt, das kann natürlich passieren, aber Here, some were sealed, but still didn't really hold much value, and some of those seals had a lot of wear. Random sports games can be cool. There's so much. There's another one of those Star Wars. I guess we'll see which one's in the best condition. wie viel gibt's denn da? Is that legit? That looks like a re. I think it's original, but it's yeah, Donkey Kong. it's open at the time. What about this tack? Oh, that's what about this Zelda? Oh my. Oh. Oh, dang it. Yeah, let's check that tank. Er lässt es halt einfach liegen, ne? Aber die Frage ist halt, also es kann ja auch sein, dass es hier auskommt, ne? Mit dem ganzen Film. What are these two? Ooh. Mario Party. Ich meine, woran erkennst du, dass das sealed ist? Also original sealed. Woran erkennt man das? Ich habe keine Ahnung, Alter. It's pretty ripped, but that's pretty sweet. At this point, we had a pretty decent pile of games and more when I found this beast of a game. I'm curious on this guy. Fatal Fury 2. Was The ist das Neo denn, Geo. Alter? It's like Fatal Fury. partially sealed? That's Is a this cool what all box. Neo Geo games look like? It's huge. Neo Geo games are massive, pretty uncommon, Oh and Gott, Alter. Das ist wirklich groß. very hard to find sealed. It's like got the hang tab part attached to it, so Ja. we'll bring it up front. We did, however, find out that the wrapping on this was not authentic, but the sticker that was holding it shut was legit. So many systems. Yeah, so Fane's getting a shot right now, but every time you Ich frage mich sowieso, warum die ganzen Deutschen irgendwas mit legit sagen. Oder legit? Alter, ich verwende solche Wörter nicht. Ich sag echt oder nicht echt. look in a new place, you see something new and crazy. Guck mal, hier ist zum Beispiel das Rumble Pack. Hier ist dieses Expansion Pack. Was gibt's denn hier noch? So ein Antennenadapter, das weiß ich jetzt gerade nicht. Kann man das sehen? Was ist denn das für ein Ding? Keine Ahnung. Ultra Racer. And Look this at just just the jumped out to Saturn me. stuff. Like, that box is rough, but Ich wollte immer einen Sega this Saturn box haben. is super clean. Ich fand das immer so cool mit den Controllern, wo so ein kleines Display drin ist. Ich glaube, das konnte man rein und rausnehmen. And it's one of the bigger boxes. Feels like it's Ach nee, nicht Sega Saturn. Wie hieß denn der andere? Da gab's noch einen. Nicht Sega all Saturn. there. So we'll have Skylar check this one out and see how the condition is, 'cause that would be awesome. Yeah, this Sega Saturn was great. That's really it. I don't have anything else to say about it. GameCube glory. If you guys want us to target a bunch of GameCube next time, let us know in the comments, because we certainly could. We're targeting sealed today, but we will be back. Let's find another system. So many games. This is crazy. Yeah, I need some Mario Ich wäre erstmal zu den PS3-Spielen, glaube ich, gegangen. 2s. Only he had a couple of them. How you doing, Sky Guy? Good. I'm looking at systems. We need more Wii Fit boards, right, guys? Alter Schwede. Das sind so viele Konsolen. We need U-Draw tablets. Look for those. Please stop. Space Invaders. Shaq. Super Nintendo. Got 4 of them sealed. Take your pick. That one's pretty nice. Yeah, it's got the hang tab. I dig it. Waren Super Nintendo-Spiele eigentlich richtig sealed? Also hat man die sealed gekauft? Hier ist zum Beispiel dieser Henkel dran, den man so kennt. Habe ich letztens in irgendeinem Video mal erzählt. Da war dieser Henkel dran. Aber waren die richtig sealed? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Das Problem war, wo wir immer einkaufen waren, die hatten ja so eine Videospielabteilung. Eine richtige Abteilung, das muss man sich mal vorstellen, in einem Kaufhaus, also in einem großen Supermarkt.
hatten die fucking, Alter, eine Videospielabteilung mit Super Nintendo und so. Aber da hingen die halt nur so. Und ich glaube, die haben, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, die haben die Spiele natürlich rausgenommen. Das heißt, das war alles nicht mehr sealed. Die haben die Spiele bekommen und dann haben die ausgepackt, haben die Kassetten haben die rausgenommen. Die Anleitung haben sie drin gelassen meistens. Und dann hast du dieses Spiel genommen hier, zum Beispiel das hier, ne? Dann bist du zur Kasse gegangen, dann wurde das gescannt. Und dann bist du mit dem Kassenzettel, bist du zur Information gegangen, hast gesagt, hier, yo, ich will das Spiel haben. Und dann hat die das geholt. Die hatten dann so Schränke zum Aufziehen, Alter. Also haben die aufgezogen und dann waren die ganzen Spiele da drin. Und dann hast du dein Spiel bekommen. Absolut abgefahren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute gehst du da hin. Also ich war letztens mal am Saturn, also schon 2 Monate, 3 Monate her oder so. Ich wollte einfach mal gucken, ja, einfach mal gucken, aber mich hat das irgendwie nicht mehr so gepackt, dieses Gefühl wie früher. Wenn du in diesen Laden reingegangen bist, als, sag ich mal, als 12-Jähriger oder so, und du hast halt diese Spiele gesehen, und wenn man sich dann eins mitnehmen durfte, oder wenn man sich, keine Ahnung, man hat halt sein Taschengeld gespart und ist dann da hingegangen und die hat dann diese Dings aufgemacht und das dann rausgeholt. Das war was ganz anderes, wenn du das in den Händen hattest. Heute nimmst du das einfach, gehst zur Kasse, dann machen sie, ich meine, beim Saturn in Hamburg, in der Innenstadt ist das so, da ist ja jedes Spiel verpackt. Du kannst hier nicht mal gucken, ob das eine gute Qualität hat, also zum Graden zum Beispiel. Kannst vergessen, brauchst du da nicht machen. Die werden dir das ja auch nicht aufmachen. Du kannst ja nicht sagen, yo, ich brauche jetzt hier die beste Version von diesem Spiel. Die zeigen dir auch einen Vogel, ne? Und früher war das viel geiler irgendwie. Ja, und als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe, der war ja original verpackt. Also das Ding war ja wirklich ungeöffnet. Das hat er sozusagen aus seinem Tresor rausgeholt, das Ding, und dann so verkauft. Das Ding ist heute wahrscheinlich, keine Ahnung, 5.000 Euro wert, wenn er das so, also angenommen, du hättest das jetzt mitgenommen, in Folie eingepackt und irgendwo hingelegt. 30 Jahre, ne? Aber das hat ja keiner gemacht. Und wenn, dann lag das irgendwo im Laden und das wurde vergessen. Sowas gibt's natürlich, ne? Aber das sind so Läden, die, weiß ich nicht. Weil die wollten das ja auch verkaufen, das Zeug, ne? Doing in the dark corner. So I went to a little corner that had stacks of PS1 games, and things PS1 Games started getting spicy. Is this all sealed? Yeah, these are all sealed. One thing I like to look for when ich glaube, also wann ist das bei mir so abgestumpft mit den Spielen? Dass es nichts mehr Besonderes war. Ich glaube, das war bei der PS2-Zeit, wo ich diesen Chip drin hatte in der Konsole. Ab da war die Masse wichtiger als das Spiel. shuffling through PS1 games, Leider. Simply whether or not they're black. Ne, man ist dann natürlich immer noch PS3-Zeiten und so weiter, Mediamarkt gefahren. Wie gesagt, wo ich mein erstes Guitar Hero geholt habe für die PS2. Guitar Hero Warriors of Rock hieß das. Das war, glaube ich, schon das 3. Guitar Hero. Genau, es gab Guitar Hero 1, 2 und dann gab es dieses of Rock für die PS2 und das habe ich halt original gekauft. Und musste man ja auch wegen der Gitarre. Konnte man, glaube ich, auch einzeln kaufen, aber ich habe mir das im Bundle gekauft. Und bei der PS3-Zeit war das sowieso vorbei, ne, mit den gebrannten Spielen. Es gab natürlich immer noch Leute, die das gemacht haben oder die dann irgendwie so ein Exploit-Ding da drauf hatten, aber sowas hatte ich nie bei der PS3. Dann hatte ich nur noch Original-Games. Black Label or greatest hits. Now the Black Label are going to be a little bit harder to find, especially Was ist das? Grün und sealed. Their first print, it's what collectors want. It's just the way to go. So that's what I was targeting here. Your everyday stack of sealed PS1 games. die sehen ganz anders aus, ne? Die haben so eine dünne Verpackung. Guck mal, das ist ja eine normale CD-Hülle. Ist das so in den USA? Krass. So after a while, we actually met up because I didn't know how many sealed games you had at this point, and I wanted to know how crazy to go with the systems. We have 2 systems. Yep. Do we want more? Yes. I'm gonna go find something. Das Super Nintendo sah in der USA ganz anders aus als in Deutschland. Das war voll klobig irgendwie. Und in Deutschland war das schön abgerundet. That one's pretty cool. So Thane found us some
Das war zum Beispiel das Bundle, was ich hatte mit dem Super Nintendo. Mit Donkey Kong Country 1. Systems, we started taking a look, and one of them was crazy rare. Where's the system? I think it's inside here. You know it's got a Bonk's Revenge? Yes. Okay. Well, it does the promo sticker on the front of it too. That's what I was telling you. It's and I think it's brand new. If you actually look inside of it, it might be sealed on the inside. So it was a TurboGrafx 16, which in itself is very uncommon. Now, this one in particular was the Bonk's Revenge version. I've never seen this before, and I can't find anything about it online. We split back up. I keep checking out all of the systems. Alter, die packen da alle Konsolen While aus, Chase Alter. and Thane started looking for some sealed PlayStation games. Okay, so we've got a lot of games, a lot of sealed games. Geh mal zur PS3-Abteilung, Alter. Das würde mich mal interessieren. We now have 4 systems, like beautiful mint systems in the box. And I'm starting to wonder what the total's going to be. So right now he's kind of going through finding eBay sold values, and then we'll work out a price from there once we have that added up. Find some sealed. Was ist das? Very nice. That added up some little kid, I don't know. Right. So we're looking up Das ist wahrscheinlich irgendein anderer gewesen. prices, Der hat da die ganzen Sealed Games weggenutzt, Alter. sold listings of things, so that we can come up with a number at the end. Prices on this stuff changes. Oh man. Yeah. Haben die da schon was draufgelegt? So while I'm doing that, Thane and Skylar, yeah, they started slacking a bit. Oh my gosh, what the heck is happening? David would be embarrassed. First shot, ready? With the camera in hand. You brat. I had my receipt book to bring. It was in the mail tub and just Forgot it. forgot. Man, imagine if you had an employer that could remember things like Wo ist denn der Verkäufer, Alter? Ist das er oder wer ist der Verkäufer da? Don't know. Ich glaube, es ist er da hinten, ne? Hier, er hier. Der ist es. yeah. Die suchen die Preise jetzt raus für die Spiele. So this place is just nuts. They're going over some pricing stuff, but there is literally every system. What is something that you guys want to see us buy? He's open to, you know, selling us a bunch of stuff, you know, all at once, obviously. But like, do you want to see us buy a bunch of SNES all at once or any? Die Karten, wie heißen die? Cartridges? Wie heißt das auf Deutsch? Ja, die Module, ne? Die sahen auch ganz anders aus in den USA von Super Nintendo. Die waren wirklich auch so eckig und klobig wie die Konsole, ne? Or, you know, like he has it all. Like, let's go an aisle over real quick. Alter, such Stadium, wie hieß das? Stadium Games oder so? All of Das Xbox. teuerste überhaupt. But like, all N64. N64. This entire row. Diddy Kong Racing. Just look Hatte ich at, auch. look at this stack of just Ich glaube, dann nehmen wir Zelda, oder? Oh, you should Nee, Doom. have seen The when Perfect Darks. we bought 40. Ja, auf dem N64 gab es auch ein paar Shooter, ne? Und Horrorspiele. Here's right there, honestly. We bought this many. fehlt was. Zelda. Kind of time. We broke this many Zelda. But like, GameCube Ist for das? days. GameCube? Let us know in the comments if you want to see us just buy a bunch of one item, maybe in one go. Or and- all of it. Yeah, or all of it. So to give you an idea of like how many games are on just like one shelf, like all this GameCube, there's over 500 games. And there are shelves and shelves. So we're talking like if we were to buy all the Wii stuff, we'd be buying like 2,000 Wii games Die wollen die kaufen? all at Nee. once. And he said that. Wie viel Abonnenten haben die denn? 86.300 und ein. Aber das ist nicht viel, ne? So right now, like we're doing about. Da kannst du like, nicht alle 50% Spiele of, kaufen. After fees value, so should be fantastic. We could take a bunch all at once, but that's a lot of work. And That's only looking at the games. We haven't even started really Hier, da ist das wieder. diving into N64, Alter. Oh. Diese Verpackung hatte ich hier. Die hier. Das hatte ich. Das ist sozusagen die Release-Verpackung. all of this or the shipping container. oh yeah, I forgot about that. The shipping container. Okay, so he just said that there's sealed Dreamcast games, a stack of them somewhere. Oh yeah. And you can make so much more, but it's just a big chunk up front for you.
I get that. So once you Da spielt erstmal einer Gitarre, Alter. a lot of it out, like the heck of deal information. Warum steht denn da keiner hinterm Tresen, Alter? Wer ist denn jetzt der Verkäufer? Okay. Justin explained that he der eine did da. actually have a price in mind Der for eine. everything if we ever wanted to buy it all. Now, this is definitely something that I'm considering and something that I think I want to do if we can come up with a price that makes sense. So if this were you, would you buy everything at once or would you do what we're kind of doing and take it in bite-sized chunks? These are all sealed. There you go. Yeah, he said he had sealed games. So, this is the no pile. Yeah. This is the yes pile. Okay, also es gibt einmal den Haufen mit nicht kaufen und einmal mit kaufen. Chase, I found another stack. I'm gonna be contacting you. But Getting prices for everything continued to take a long time. So we actually ended up tag teaming the rest of looking up all the comps and figuring out prices. And then we decided to take a little bet on how much it was all gonna cost. Chase, what's your guess? Price is Right style. $52.50. I'm going 56. What's your guess? oh shoot, I don't know. I didn't even look at anything yet. $1, Bob. That's your guess? Ach, der gehört doch dazu. That's my guess. I'm gonna say 43. Okay. This is a big stack here, though. We have a whole stack. 100, 150. 61.75 top line. Oh, okay. It's like not this stock one. We had done it, about $5,000 spent and a ton of sealed games. We didn't even know how many at the time. We found 4 systems, 2 handhelds, all super nice, but there was something else that we wanted to get that we hadn't quite agreed on yet. We had sealed games. We had nice systems. Was kommt jetzt? Sealed systems! Sealed Systems? 1, ne? If you remember the first time we came here, Justin showed us a new Sega Dreamcast and a new GameCube. Brand new GameCube. He has like 10 of these. He bought them all up when they were clearancing them out. Now, the only problem was we really couldn't come up with an agreement on price. Das war die Konsole, die ich gemeint habe. Sega Dreamcast. Wie hieß das andere Ding? Sega Saturn? Nee, egal. Yeah, I'm like, Yeah, you want to flip ask for us a it? trivia question. 400 if it's heads, 450 if it's tails. I'm gonna flip for both. Das Ding ist sealed, Alter. We decided if it landed on heads, Chase got the systems for $800. But if it was tails, I had to pay Justin $900. Shout out to Daryl from Storage Wars. All or nothing. All right. Tails! All right, 900 it is. That was one of the most expensive coins I've ever touched. Sorry, Chase. You're fired. How you feel about that, Chase? Hey, another $1,000 bucks. What would you do to one of these guys? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie viel Follower haben sie? 86.000. Ich glaube, da kommt schon einiges zusammen. Und da ist jetzt 1000 mehr oder weniger, ist jetzt nicht das. Oha, guck mal hier, das ist, ich glaube, so Resident Evil, diese komische Säge da. Das Ding ist sealed oder was? So when you bought those new from a newbie tech, they came in 2-packs. I have it still in the cardboard and everything because I know that makes a difference too. Yeah. All packaged up, sealed. We paid Justin just shy of $6,000, packed everything up, and Die haben $6.000 left the bar rest for dabei. another time. Alright, we got it all packed up, loaded. Back home, got everything spread out. This was some of the best money I've ever spent, $5,900. And this is all the complete stuff. And this just barely scratches the surface. A lot of people probably don't know, one of the rarest games on Stadium Mud Buggies. Jetzt muss ich mal kurz die Untertitel ausschalten. 331. crazy to find that complete. And then we also got the sealed, another Resident Evil controller. Krass. The Dreamcast and GameCube. And then this console is not new, but it is like new, and it's crazy. So it's a TurboGrafx 16 with the Bonk's Revenge game inside, which has Bonk's Revenge Game. Das habe ich schon mal gehört. cardboard box. It's got everything. I can't find anything on this box. Really stoked about this pickup. The stuff of amazing quality was endless. This is beautiful. The Donkey Kong Country set, Super Nintendo, and amazing. Nicht auf den Boden stellen, Alter. Oh, warum stellt man denn das auf den Boden? Alter, ich habe mal eine Collectors Edition geholt bei GameStop. Und die habe ich vorbestellt.
ich glaube, das war Resident Evil 2 oder so, Remake. Dann stellt die das Ding auf den Boden, Alter. Ich habe gedacht, ich raste gleich aus. Saturn. Ich habe echt gedacht, ich raste aus, Alter. Da stellt die neue Collectors Edition, das war auch im Winter, glaube ich, oder so. Weißt du, wo alle ihren Dreck da reintragen und die stellt das auf den Boden. Ich dachte mir nur, oder? Das Problem war, die haben die ausgepackt. Also aus diesem einen Karton, wo die drin sind. Die sind ja immer in so einem Karton extra. Oh, und dann dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube, da ist nichts weiter passiert mit. And then the Atari Jaguar, beautiful on the inside, right, Skyler? Oh yeah. You were looking at it. Cybermorph bundle. And then these I'm very excited about. Also die hatte ich auch mitgenommen, die PSP Go. And the Game Boy Micro. Den hätte ich auch Complete in mitgenommen. the box. A little bit of wear on the console, but I Little bit of wear on the console, was heißt das? Dass es ein bisschen Gebrauchsspuren hat, oder was? believe that I have a near mint console in my collection, and this box is absolutely staying with me, and I'm stoked to add it. Look at these sealed games. We just counted them. Die sind alle sealed. Da sind auch ein paar N64-Spiele dabei, sehe ich gerade. 70. We got Toy Story 2. Ist das ein PlayStation-Spiel? Kann ich nicht sehen. Also hier ist kein PlayStation irgendwie zu sehen. 70 vintage sealed games, and still I think we barely scratched the surface on what's there, even in the sealed variety. There's definitely some big ones. There's some highlights, like even Scooby-Doo is Scooby-Doo, Alter. kind of big on the Super Nintendo. This George Foreman, I'm Das Geile an den Spielen früher war ja immer, ich gehe noch mal kurz zurück, das Cover. Und das Cover war eigentlich immer der Grund, warum ich ein Spiel gekauft habe. Ne? Das kannst du natürlich mit Tiger Woods hier drüben, den sieht man jetzt nicht. Oder mit, ja, keine Ahnung, mit sowas hier zum Beispiel, ne? Mit so einem Baseballspiel kannst du das halt nicht so gut rüberbringen wie hier mit so einem Scooby-Doo-Cover, ne? Super Nintendo. This George Foreman, I'm excited about. Dino Crisis does have a crack, but we paid accordingly. I mean, it goes on and on. Guck mal hier, die beiden Star Wars haben sie mitgenommen. With Game Boy sealed, including Mario Party Advance, Star Wars. It's just absolutely crazy. Neo Geo. Yeah, this one, technically they only sticker sealed these, so the case is kind of in rough shape, but it is still sealed. That's pretty crazy to find a US Neo Geo game sealed. We got Jaguar. Mhm. Ah, hier Sega. Hier unten steht Sega. Ich glaube, das ist für irgendwie ein More Dreamcast Super oder so. Nintendo. Ah, hier steht's doch. Warte mal. Dreamcast. Hier steht's drin. Hier in dieser Seite. Hier steht's immer drin, für welches System das ist. Das ist echt komisch, ne, dass die so CD-Hüllen verwendet haben. Weil in Deutschland waren ja die PlayStation-Hüllen, da haben ja ein eigenes Brand gehabt, ne, eine eigene Dicke. DS, PS1, Dreamcast, PS2, all of it sealed. And we were like kids in a candy store. This was a ton of fun. We were like kids in a candy store. Diese waren so wie Kinder in einem Süßigkeitengeschäft. Let me know what your favorite sealed Guck mal, hier game hinten is. sind And auch so. message us on Instagram if you egal. see anything that you want to buy. Like and subscribe if you think it's deserved. And please let us know if you want us to buy all of the GameCube section or maybe something else. Bartle do. Alright. Da gibt's noch ein Video, Alter, ich raste aus. Aber das gucken wir vielleicht nächstes Mal. Das war auf jeden Fall ein richtig geiles Video.